Hallo liebe Aquarienfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch mein erstes Aquascape vorstellen, das ich in einer Vase gemacht habe, die jahrelang unbenutzt im Schrank gestanden hat. Es ist kein besonderes Meisterwerk der Unterwasserwelt, aber dafür, dass ich sowas vorher noch nie gemacht habe, finde ich es eigentlich recht gelungen und ich erfreue mich auch jeden Tag daran. Und es zeigt, dass man auch mit einfachen Mitteln etwas Schönes erschaffen kann. Die Vase ist 10 cm breit, 8 cm tief und 22 cm hoch. Ihr Volumen ist also theoretisch fast 1,8 Liter. Wenn man den dicken Glasboden und den Sand abzieht und mit einberechnet, dass sie nicht bis oben gefüllt ist, kommt man vielleicht netto auf 1,5 Liter. Als Bodengrund habe ich einfach eine Handvoll Sand in die Vase getan und das Hardscape ist ein Bruchstein aus dem Garten, den ich mit einem Hammer zerschlagen habe. Ich wollte damit ein kleines Gebirge nachstellen. Naja, und weil ich beim Einrichten so in die Sache vertieft war, habe ich leider vergessen, das Glas vorher zu reinigen. Ja, und weil mir dieses kleine Projekt so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir ein paar Tage später mein erstes 12 Liter Nano-Aquarium gekauft, das ich hier im nächsten Video auch noch vorstellen werde. Davon habe ich ein bisschen Litorella uniflora und ein bisschen Taxiphyllum-Moos abgezweigt und in die Vase gepflanzt. Jetzt nach 4 Wochen ist es noch nicht eingegangen und das ist ja schon mal was. Ich würde sogar sagen, es fühlt sich recht wohl und das Gras wächst fast besser als in meinen Nano-Aquarien. Das Moos wächst auch, aber viel langsamer und die Triebe sind dünner als in den größeren Becken. Ich beleuchte die Vase natürlich nicht, weil sie dafür viel zu klein ist und der Ort, an dem sie steht, ist eigentlich auch hell genug. Aber für abends habe ich darüber eine USB-Lampe gestellt, die man eigentlich ins Notebook steckt, um damit eine Tastatur zu beleuchten. Das USB-Netzteil steckt in einem Dreifachstecker, den ich mit etwas Packpapier umhüllt habe. Das Licht ist sehr schwach, aber im Dunkeln sieht es ziemlich mystisch aus, finde ich. Ja, so habe ich angefangen. Ob man das jetzt schon Aquascape nennen kann, das sei dahingestellt, aber seitdem bin ich vom Scape-Virus befallen. Das Gestalten macht mir unheimlich Spaß und in meine Becken zu schauen ist sehr entspannend. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr zu dem Hobby gekommen seid und ob euer erstes Scape noch existiert. Das würde mich mal interessieren. Ich werde hier, wie gesagt, in nächster Zeit meine anderen Becken vorstellen und alles, was ich für deren Pflege, die Filterung und als Licht nutze und welche Pflanzen ich eingesetzt habe. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und mich auf meinem Weg vom Anfänger zum etwas erfahreneren Anfänger begleiten wollt, dann abonniert den Kanal. Ich sage Tschüss und bis bald und macht euch mal wieder die Hände nass.